Anstetten wollte ihre Hochzeit verhindern. Sieh mal einer an. Kann ich es gehen? Sie können den Job behalten. Sie werden weiter spionieren, allerdings von jetzt an für mich. Auf dem Wasser können Sie machen, was Sie wollen. Brülle, Schreie, Party. Niemand wird Sie hören. Genau das habe ich gesucht. Für mich und meine Tochter Lisa. Hoffentlich schnappen Sie Alex bald, damit wir alle wieder ruhig schlafen können. Das können wir garantiert bald wieder. Du bist so tapfer. Hast du gar keine Angst? Nö. Wo willst du hin? Zu Anni. Und wie kommst du auf die Idee, dass ich dich heute einfach so gehen lasse? Was willst du machen? Wieder Paul als Aufpasser engagieren? Ich verstehe nicht, warum du so unvernünftig bist. Solange Alex da Er ist bestimmt schon längst über alle Berge. Willst du mich etwa hier einsperren, bis du irgendwann einen Beweis dafür hast? Dann kann ich ja nie raus. Ich mache mir einfach Sorgen. Ja, toll. Und vor lauter Sorge geht meine Beziehung mit Andi den Bach runter. Willst du das? Das ist doch Unsinn. Andi kann gerne hierher kommen. Ich weiß nicht, ob er sich gern mit mir unter den Augen meiner Mutter trifft. Lisa, ich habe längst nichts mehr dagegen, dass Andi dein Freund ist. Also, wenn du ihn sehen willst, ruf ihn an. Muss das sein? Ich fürchte, du hast keine Wahl. Ich hab Ihre Ausreden satt. Und kommen Sie mir jetzt nicht auf die Tour, als Frau hätten Sie keine Ahnung von Technik. Sie haben es auch geschafft, Bernd und sich zu filmen. Okay, sag Ihnen die Wahrheit. Auch wenn es mir wirklich peinlich ist. Ich höre. Ansgar ist nicht auf mich angesprungen. Und das soll ich Ihnen glauben? Vielleicht ist er ja wirklich verliebt. Soll's geben. Auch bei Männern. Aber nicht bei Ansgar. Wenn er einfach der Typ ist, der kalte Füße bekommt, sobald eine Frau die Initiative ergreift? Solche Typen habe ich schon ganz oft erlebt. Sagen Sie mal, könnte es sein, dass er gemerkt hat, dass Sie ihn filmen wollen? Auf gar keinen Fall. Sicher? 100 Pro. Sonst hätte er mich doch sofort rausgeschmissen. Gut. Ich gebe Ihnen noch eine letzte Chance. Ich dachte, Ansgar hat schon ein Lied für Natalie gefunden. Ja, aber er überlegt noch, ob es wirklich das Richtige ist. Süß. Nach dem, was du mir so über ihn erzählt hast, passt doch diese Unsicherheit gar nicht zu ihm. Naja, er will eben sicher gehen, dass seine Überraschung für Natalie 100%ig perfekt wird. Und du wärst gerne an ihrer Stelle. Um mir von Ansgar was vorsingen zu lassen? Nicht von Ansgar. Auch nicht von Leonard. Das ist vorbei. Es gab Zeiten, da habe ich mich gefreut, ihn nur zu sehen, aber jetzt fällt es mir schon schwer, nur in seiner Nähe zu sein. Vor allem, nachdem ich von seiner Affäre mit Jane weiß. Die hat er ja nun beendet. Deinetwegen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die beiden mich über Wochen belogen haben. Du hast ihm doch selbst gesagt, dass du nicht wissen Ja, willst. ich weiß. Ja? Hey Sarah, Natalie hier. Kannst du sofort nach Königsbrunn kommen? Königsbrunn. Wieso das denn? Die Schneiderin ist da und du musst dein Kleid anprobieren. Schließlich will ich eine schöne Trauzeugin haben. Hat das nicht noch ein bisschen Zeit? Nein, nachher muss ich mit Elisabeth zu einem Geschäftstermin und ab morgen wird's für die Schneiderin zu knapp. Bitte, Sarah. Ja, gut. Okay, bis nachher. Vielleicht läufst du Leonard ja gar nicht über den Weg. Bei meinem Glück. Sag mal, Lisa, Ja? was ich dich eigentlich gestern schon fragen wollte.
Also ich find's echt schön, dass es dir wieder besser geht, nur... Wieso denn besser? Ich war doch gar nicht krank. Nein, ich meine ja auch wegen deinem Vater. Gibt's da zufällig irgendwas, was ich noch nicht weiß? Nichts, nein. Freu dich doch einfach, wenn ich gut drauf bin. Schon, aber also plötzlich, ich meine... Hast du denn überhaupt keine Angst, dass dein Vater noch hinter dir her sein könnte? Mhm. Und wieso nicht? Na schön. Aber du musst dicht halten. Klar. Ich habe mich mit meinem Vater getroffen. Was? Du weißt, dass Johannes und Ansgar auf Geschäftsreise sind, oder? Jetzt weiß ich es. Und? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Führungsspitze bis dahin verwaist ist. Wer vertritt denn die beiden so lange? Ich nehme an Elisabeth Brandner. Und vermutlich wird sie unterstützt von Nathalie, Ansgars schlechtere Hälfte. Also jetzt mal Anwesende natürlich ausgenommen, halte ich ja von Frauen in der Geschäftsführung nicht allzu viel. Deswegen sollten wir diese Situation vielleicht ausnutzen, oder? Gute Idee. Warum auf geschäftlicher Ebene sachlich bleiben, wenn wir auch persönlich werden können? Mhm. Hallo, Gregor. Hi. Ist Coco schon hier? Nö. Aber ich war hier mit ihr verabredet. Na, dann wird sie sicher bald kommen. Gesundheit. Käffchen? Nein, ich nehme lieber ein Chai Vanille, bitte. Gerne. Mit Honig. Jawohl. Nee? Ach, Sarah, Ja? da ist vorhin ein Päckchen für dich abgegeben worden. Das kann ich doch später holen. Willst du es nicht gleich mitnehmen? Sarah, was da zwischen uns drei passiert ist, das ist für keinen einfach. Du sagst es. Und deshalb kannst du auch nicht von mir erwarten, dass ich so tue, als wäre nichts passiert. Aber das erwarte ich doch gar nicht. Fräulein Sarah. Dankeschön. Warum ich sauer auf dich bin? Deine Aktion hätte ganz schön nach hinten losgehen können. Hätte dich entführen können oder sonst irgendwas. Mein Vater würde mir nie etwas antun. Und außerdem, Paul war dabei. Paul! Ausgerechnet der unterstützt sich auch noch bei der Aktion. Er hatte keine Ahnung von dem Treffen. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass er nichts von der Geldübergabe mitbekommt. Also Lisa, du bist wirklich... Da fällt mir nichts mehr zu ein. Du willst dich ja wohl nicht hoffentlich noch mal mit ihm treffen, oder? Nein, keine Sorge. Ich habe ihm das Geld gegeben, damit er zurück nach Argentinien kann. Toll! Dieser Typ nimmt die halbe Hochzeitsgesellschaft als Geiseln, schießt deinen Großvater über den Haufen und du hilfst ihm auch noch bei der Flucht. Dieser Typ ist und bleibt mein Vater. Wieso gibt ihm niemand eine Chance? Arno ist zwar noch mal in der Reha, aber seine Schusswunde ist geheilt. Nur bei Alex glaubt keiner dran, dass er geheilt werden kann. Ich glaube auch nicht daran, dass er... Denk doch, was du willst. Hauptsache, du verrätst mich nicht. Und wie stellst du dir das vor? Willst du, dass deine Mutter dich hier ewig einsperrt? Ich meine, sie hat doch überhaupt gar keine Ahnung, dass dein Vater sich längst nach Argentinien abgesetzt hat. Ich warte noch ein paar Tage, bis er in Sicherheit ist. Und dann gebe ich Entwarnung. Warte damit aber nicht zu lange. Glaub mir, das ist für alle das Beste so. Susanne hat ihre Ruhe und Papa kann ein ganz neues Leben in Argentinien anfangen. Ach komm schon. Für ein kleines Mädchen aus Buenos Aires habe ich das gar nicht schlecht angefädelt, oder? Hey, Sarah. Schön, dass du gleich kommen konntest. Leider habe ich aber nicht sehr viel Zeit. Oh, das macht nichts. Nathalie, was meinst du? Sollen wir das Buffet unter ein bestimmtes Motto stellen? Hallo, Sarah. Hallo. Muss ich das jetzt gleich entscheiden? Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Ach nein, schon gut. Ich habe gerade überlegt, das wirkt irgendwie so gewollt originell, provinziell. Bei meiner Hochzeit würde ich sowas auch nicht haben wollen. Sag mal, kannst du deine Mutter nicht ablenken? Wenn das so weitergeht, will sie am Ende noch das Brautkleid anziehen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Immer noch so schlimm? Ich dachte... Lass uns lieber gleich mit der Anprobe beginnen, okay? Ja. Die Schneiderin wartet schon auf uns.
Nathalie, ich kann nicht. Lass uns das bitte verschieben. Hey, Sarah, ich brauch dich doch. Vielleicht denkt dich ja die Anprobe ein bisschen ab. Bitte. Ach, was? Der Denkmalschutz interessiert mich nicht. Ich will aus dem Ding sowieso ein Bürogebäude machen. Die Lage ist perfekt. Und alleine die Marmorkapitelle an der Rückseite. Ach, was denn für Kapitelle? Mich interessiert bloß Kapitale. Die Dinger kommen weg, ich brauche Parkplätze. Und willst du denn bei der Stadt? An dem interessiert mich auch nur der Preis. Na dann viel Glück. Wir telefonieren. Also, was ist dein Vorschlag? Ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass die beiden Damen sich richtig an der Börse verspekulieren. Das sind doch Peanuts. Was hältst du denn davon? Ich weiß, dass die Lahnsteins Land in Spanien verkaufen. Viel Land. Und sie brauchen dringend das Geld. Wenn ich jetzt aber dem Käufer Land von mir anbiete... Das ist jetzt eine geniale Idee, oder wie? Adrian, Sie werden sich einen anderen Käufer suchen. Das geht bei dem Land aber nicht so einfach. Bei der Größe und dem Preis stehen die Käufer nicht gerade Schlange. Wenn du die Situation so gut kennst, wieso machst du dem Käufer nicht einfach ein Angebot? Weil ich leider noch nicht weiß, um wen es sich dabei handelt. Und daher logischerweise auch noch nicht, wie ich an ihn rankomme. Aber ich weiß, wie ich das Problem lösen könnte. Und ich weiß auch schon, wer mir dabei hilft. Und dann habe ich die Halskette bei Jana wieder gesehen. Dann war alles klar. Meine beste Freundin hat eine Affäre mit meinem Traummann. Das war sicher ein Schock für dich. Seitdem weiß ich einfach nicht, wie ich mit den beiden umgehen soll. Also, wenn du meinen Rat willst, am besten ganz normal. Was? Leonhard und du, ihr seid Halbgeschwister. Je schneller du das begreifst, umso eher bist du wieder bereit für eine neue Liebe. Ich fürchte, so pragmatisch wie du kann ich das nicht sehen. Das musst du aber, Sarah. Willst du dieser Liebe ewig nachhängen und euch beide damit unglücklich machen? Mein Kopf versteht ja, was du sagst. Aber meinem Herz, dem ist das einfach völlig egal. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie mit der Anprobe fertig? Ja. Ja, wir sollten uns langsam auf unseren Termin vorbereiten. Okay. Wir reden später, ja? Sarah, jetzt trink wenigstens deine heiße Schokolade aus. Wenn du willst, kann ich ja noch mal mit meiner Mutter reden wegen der Hochzeitsvorbereitung, okay? Danke. Damit hättest du auf ewig was gut bei mir. Ich halte dich auf dem Laufenden. Mach's gut. Na, ihr zwei. Na, wie geht's dem Chef? Er geht den Ärzten in der Reha auf die Nerven. Die wollen ihn am liebsten nach Hause schicken. Na, das hört sich doch ganz gut an. Können wir mal einen Augenblick ganz ruhig reden? An mir soll's nicht liegen. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Und ich weiß auch, dass es leichtsinnig wäre, in die Stadt ins Kino zu gehen. Wie hast du das denn geschafft? Manchmal hilft es einfach, wenn man sich ausspricht. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit nichts anderes versucht. Ihr wart eben erst als Team erfolgreich. Danke, Partner. Dann hast du bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich mit Andi zusammen DVDs in der WG gucke und heute Nacht bei ihm bleibe. Bitte. Versprichst du mir, dass du auf sie aufpasst? Na klar. Dann will ich nicht so sein. Danke. Na, endlich. Muss aber gleich wieder weg. Zur Resterampe nehme ich an. Wenn Sie mir nichts zahlen? Geld muss man sich verdienen, meine Liebe. Die Lahnsteins wollen Land verkaufen in Spanien. Ja, das habe ich auch gehört. Wissen Sie an wen? Irgendein Spanier, vermute ich. Davon gibt's 40 Millionen. Der Käufer ist bestimmt ein Mann. Bleiben 20. Grenzen Sie die Auswahl ein. Finden Sie alles heraus über seine Vorlieben, Eigenarten. Sie wissen schon. Was springt für mich dabei raus? Designertypen mit entsprechendem Inhalt. Okay. Und bis wann? So schnell wie möglich. Und enttäuschen Sie mich diesmal nicht. Also ich an Nathalies Stelle würde mich eher über ein praktisches Geschenk freuen.
Mutter, bitte. Es ist nicht deine Hochzeit. Ja, das musst du mir nicht sagen. Aber schließlich kenne ich meine Nichte besser als du. Trotzdem, ich finde, ein Geschenk mit ideellem Wert ist doch viel schöner. Ist doch... Ihr entschuldigt mich, die Pflicht ruft. Ich habe hier auch nichts mehr verloren. Sarah, bitte. Was? Müssen wir es uns noch schwerer machen? Wir. Wenn ich Jana und dich so höre, glaube ich fast, ich bin die Einzige, die mit dieser Konstellation ein Problem hat. Nein, das ist unfair. Du weißt, dass ich genau aus dem Grund mit Jana Schluss gemacht habe. Ja, um mir nicht weh zu tun. Das ist aber nicht der Punkt. Reicht es denn etwa nicht, dass wir unsere Liebe verloren haben? Müssen wir jetzt auch noch unsere Freundschaft verlieren und unsere Freunde? Es lief doch einigermaßen bis ich dahinter gekommen bin. Ja, ich weiß, das mit Jana ist blöd gelaufen. Und es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du jetzt nicht weiter mit ihr hinter meinem Rücken rummachen kannst? Sarah! Bitte, nur zu. Niemand hindert dich. Das ist ja voll das Melodram. Evelyn kümmert sich rührend um ihren alkoholkranken Vater. Was? Sie verlässt für ihn sogar ihren Freund. Ich finde das rührend. Also wenn du mal sowas vorhaben solltest, sagst du mir vorher rechtzeitig Bescheid, ja? Schwachkopf. Aber ich fände es schon schön, wenn ich meinen Vater wiedersehen könnte. Ich finde, du solltest erst mal froh sein, dass er auf dem Weg nach Argentinien ist und dich in Ruhe lässt. Ja, ich meine auch nicht sofort, aber irgendwann halt. Wenn es ihm wieder besser gehen sollte. Kann man auch verstehen. Pass auf, vielleicht wird das ja noch mal irgendwann was. Und er lädt dich ein auf seine Hacienda und ihr quatscht ein bisschen über alte Zeiten und so. Aber ehrlich gesagt bin ich erst mal froh, dass das Thema Alex gegessen ist. Ja, ich auch. Sie haben mich gerufen? Ja, wenn Sie das bitte kopieren, die brauche ich für meinen Termin. Gut. Hallo Ansgar, wie läuft's bei euch? Ups. Und ich habe gedacht, du rufst an, weil du Sehnsucht hast. Ja, heute Abend, wie geplant. Na, dann schieß mal los, was ich über Pedro dos Santos wissen muss. Das Klischee von einem Playboy, so. Naja, stinkreich, aber kein Geschmack. Nein, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Aber es ist süß, dich mal eifersüchtig zu erleben. Du fehlst mir auch. Bis dann. Sie sind ja immer noch hier. Ja, bin schon weg. Hey, sag mal, was soll denn das? Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Du sollst mir auch nichts sagen, du sollst mir endlich zuhören. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie das ist, wenn man immer nur an einen Menschen denkt und davon träumt, mit diesen Menschen den Rest seines Lebens zu verbringen? Und trotzdem jeden Tag daran erinnert wird, dass diese Liebe nicht sein kann. Oder vielmehr nicht sein darf. Man probiert alles Mögliche, um diese Person zu vergessen. Aber es bringt einfach alles nichts. Weil man sie nicht vergessen kann. Und genau dieser Mensch bist du für mich, Sarah. Und du wirst es immer bleiben. Egal, was passiert. Verstehst du das endlich? Ja. Ja? Ja. Viel gegessen hast du ja nicht gerade. Soll ich das nächste Mal lieber was vom Chinesen holen? Ich bekomme im Moment kaum was runter. Aber danke, dass du vorbeigekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Ich meine, dein Vater ist in der Reha. Du bist allein und machst dir Sorgen. Meinst du, Andi passt gut auf Lisa auf? Bestimmt. Ich weiß nicht. Vielleicht war es trotzdem mein Fehler, dass ich erlaubt habe, heute Nacht bei ihm zu bleiben. Was soll denn passieren? Andi ist in letzter Zeit wirklich zuverlässig. Gerade was Lisa angeht. Das schon.
Außerdem war Alex nur hier im Haus. Woher soll er denn wissen, dass Lisa einen neuen Freund hat? Und vor allem, wo Andi wohnt? Ich wünschte, Carla wäre hier. Ja, dann ruf sie doch einfach an. Ich bin mir sicher, dass sie direkt von New York... Ich schaff das auch so. Ist ja nur für eine Nacht. Na, Abend. Hey, Coco. Du bist's. Ich dachte schon, wir hätten wieder irgendeinen Neuzugang. Keine Angst. Ich bleib nur eine Nacht. Und wieso schläfst du da nicht in Andis Zimmer? Ich bin eingenickt. Die letzten Tage waren etwas aufreibend. Dafür hat bei mir ein einziger Tag ausgereicht. Warst du Hundesitten? Yep. 3 Bernardiner, 2 Mastiffs, 4 Pudel und ein erotischer Cocker Spaniel. Noch Fragen? Du Arme. Willst du DVDs mitgucken? Aber ich muss dich warnen. Andi ist dran mit Aussuchen. Danke, kein Bedarf. Ich hau mich gleich in die Kiste. Ist Andi im Bad? Nee, unten im Club. Er macht mir einen Cocktail. Seine gefürchtete Spezialmischung, was? Nee, alkoholfrei. Das musste er Susanne versprechen. Andi! Ich hab Durst! Nur noch 1 Minute. Ja, dann viel Spaß noch. Gute Nacht. Hoffentlich geht es gut. Ach, warum nicht? Sie wissen doch, wie manche Südländer sind. Die nehmen Frauen in geschäftlichen Dingen überhaupt nicht ernst. In diesem Inge Meisel-Outfit wollen Sie also einen Spanier wie Dos Santos beeindrucken. Netter Versuch. Ich habe da ein bisschen besser recherchiert. Was soll das? Wir sind hier mit Dos Santos verabredet. Freie Marktwirtschaft, meine Liebe. Ah, das muss er sein. Der sieht ja ziemlich brav aus. Äußerlich, aber das sind die Schlimmsten. Schmeißt euch an ihn ran. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes, hija. Ich habe gehört, Sie sind geschäftlich in Deutschland. Sí, ¿por qué? Weil ich mir sicher bin, dass wir Ihnen da einiges zu bieten haben. Und zwar, was immer Ihr Herz begehrt. Eigentlich hatte ich in diesem Etablissement nur Genüsse des Kaumens erwartet. Und an etwas anderes bin ich als Priester nicht interessiert. Doch wenn Sie Sünden beichten wollen, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Entschuldige bitte, wir hätten uns eben beinahe geküsst. Ich wollte es doch auch. Wenn ich dich nur sehe, Sarah, dann will ich dich küssen und dich berühren. Damit müssen wir leben. Und wie soll das bitte schön gehen? Machen wir uns doch nichts vor. Wir dürfen uns nicht lieben und das wissen wir. Aber wir tun es trotzdem. Und deshalb gibt's nur diese eine Lösung. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Nie mehr. Andi, wo bleibst du denn? Du machst es aber spannend. Andi! Was ist passiert? Guten Abend, meine Liebe. Papa? To